In den folgenden Minuten nehme ich ein paar Rockmolds von Woodland Scenics unter die Lupe. Und ich zeige euch, wie man aus diesen Formen deutlich bessere Formen machen kann. Und damit moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Ich hatte mir kürzlich zwei sogenannte Rockmolds von Woodland Scenics gekauft. Damit lassen sich Felsenteile abgießen, um zum Beispiel Gebirge zu basteln oder ganze Spielplatten zu dekorieren. Die Formen gibt's mit unterschiedlichen Felsendesigns und in großer Auswahl, daher hatte ich sie schon lange mal ins Auge gefasst. Außerdem gieße ich gerne ab und mag Dentalgipse wie Stevallin sehr als Geländebaumaterial. Und außerdem habe ich schon genügend Felsen aus Hartschaum und Korkrinde gebastelt, daher wird's auch mal Zeit für was Neues. Die beiden gekauften Formen sind etwa so groß bzw. klein wie eine Glückwunschkarte, kosten jeweils rund 12 € und man kann damit je rund 10 verschiedene Felsstückchen produzieren. Woodland Scenics hat aber auch andere Formen mit geringerer Felsenzahl, dafür sind diese Stücke dann größer. Zum Befüllen der Form und damit zum Abgießen bieten sich klassischer Gips oder hochwertige Dentalgipse an. Ich verwende Stevallin, einen synthetischen Keramikgips mit hoher Abformgenauigkeit. Das Ergebnis nach nur rund 30 Minuten Aushärten ist prima, denn die Felsstücke sehen äußerst realistisch aus. Zwar kann man sie nicht nahtlos aneinander puzzeln oder sonst wie verzahnt verbinden, aber das würde am Ende wahrscheinlich auch mehr einschränken als nutzen. Wie sich damit letztlich große Felsen und Gebirge basteln lassen, zeige ich euch gerne in einem kommenden TWS-Video. Also wie gesagt, mit den abgegossenen Felsstücken bin ich sehr zufrieden, aber mit den Formen leider nicht. Hauptsächlich, weil sie in meinen Augen billigst produziert sind und unnötig umständlich funktionieren. Die Formen bestehen nämlich aus einem nur wenige Millimeter dünnen Gummistück, in das die Mulden fürs Abgießen quasi hineingedrückt sind. Die Unterseite jeder Form ist daher total uneben, entsprechend kann man die Formen nicht waagerecht aufstellen. Beim Befüllen benötigt man somit immer mehr Gießmasse als eigentlich nötig, weil irgendwo immer ein wenig herausläuft. Auch das Glattstreichen der Form gelingt nicht wirklich, wodurch manche Felsstücke dicker als nötig sind und auch noch nervige Ränder haben, die abgeknipst werden müssen. Und all das nur, weil ein paar Cent Produktionskosten eingespart wurden und das Gummi daher nicht dicker ist und die Formen keinen richtigen Boden haben. Ja, man kann mit den Formen arbeiten, aber für jemanden, der wie ich schon etliche Silikonformen selber hergestellt hat, sind diese Formen schon sehr enttäuschend. Daher einfach mal Holzleim geholt und die Form mit ihren Oberseiten auf Schaumpappe geklebt, einen Rahmen drumherum gebaut und mit einem 2-Komponenten-Silikon für den Formbau aufgefüllt. Natürlich verbindet sich das Silikon nicht mit dem Gummi, das wäre ja auch zu einfach. Im Gegenteil, man kann das Silikon nach dem Aushärten mühelos abziehen und es bleibt sogar eine schleimig-klebrige Schicht übrig. Aber der Schmodder lässt sich problemlos abwischen, um Silikon und Gummi dann mit 2-Komponenten-Kleber zusammenzukleben. Danach hat man dann endlich, was man eigentlich schon von Anfang an für seinen Kaufpreis hätte bekommen sollen. Eine Form, mit der man vernünftig arbeiten und die Felsstücke so abgießen kann, wie es eigentlich gedacht ist. Dazu noch ein Tipp: Ihr könnt bei großen Höhenunterschieden der Gummiform auch alte Silikonform zu kleinen Auffüllbröseln zerschneiden, um weniger neues Silikon anmischen zu müssen. Das spart Geld, denn das ausgehärtete Silikon vernetzt sich problemlos mit dem frischen Silikon. Mein Fazit: Die Rockmolds von Woodland Scenics sind zwar nicht sonderlich groß und man muss schon einige Male abgießen, bis man genügend Bauteile für einen Felsen oder gar ein Gebirge zusammen hat. Dafür entschädigen die realistischen und wirklich schicken Designs und die Anzahl an verschiedenen Stückchen geht für den Formenpreis von 12 € auch in Ordnung. Die Formen selbst sind mir vom Material her aber leider zu billig und zu wabbelig. Der Materialpreis fürs Gummi dürfte im niedrigen Centbereich liegen, daher hätte jede Form gerne etwas dicker und vor allem einen richtigen Boden haben dürfen. Dann hätte ich auch gerne 1 € mehr bezahlt, so habe ich jetzt jede Form mit Silikon für jeweils etwa 3 bis 4 € nachbessern müssen. Interessiert euch eigentlich ein Tutorial, wie man mit diesen Felsstückchen ganze Gebirge oder sonstige Deko baut? Dann schreibt's gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns nächsten Freitag. Bis dann!